Das Thüringer Becken ist eine wunderbare und fruchtbare Landschaft. Wenn man sich nach Norden aus dem Thüringer Becken begibt, in die Diamantene Aue, in die Goldene Aue, ebenfalls eine wunderbare Landschaft und ganz fruchtbare Landschaft, dann hat man eigentlich nur einen Weg, auch heute noch, und der Weg führt bei Sachsenburg durch die berühmte Porta Thuringica, die Thüringer Pforte. Diese Thüringer Pforte ist seit dem hohen Mittelalter von mächtigen Burgen bewacht und sie war natürlich ein wichtiger Verkehrsweg, auch zur Zeit von Auniettitz. Wenn man auf den Leubinger Fürstenhügel steht und das Reich des Fürsten von Leubingen überblickt, dann sieht man auch zwei Bergzüge, die Hainleite und die Schmücke und in der Mitte die Porta Thuringica. Und an dieser wahnsinnig wichtigen Wegeverbindung aus Thüringen hinaus, dort finden sich 500 Meter neben der Pforte die berühmten Hügelgräber von Sachsenburg, die bereits 1818 ausgegraben wurden und uns deshalb nur tumultuarisch überliefert sind. Etliche Funde, zum Beispiel ein goldener Lockenring oder andere Dinge, die wir erwarten würden, fehlen. Wir wissen konkret, dass ein bronzener Dolch und zwei steinerne Äxte, die wir natürlich gerne kennen würden, oder zwei steinerne Beile aus dem Hügel 3 fehlen. Von Hügel 3 von Sachsenburg haben wir nur ein Schwert. Und dieses Schwert ist ganz beeindruckend. Es erinnert uns sofort an die Schwerter von Nebra. Es ist etwas einfacher gestaltet. Es hat keine so aufwendige Tauschierung. Es ist schmäler. Es ist auch nicht so gut erhalten. Das Grab von Sachsenburg ist aber auch deshalb so wichtig, weil es in einem direkten Bezug zur Himmelsscheibe von Nebra steht. Zum einen räumlich. Es bildet praktisch den Zugang aus dem Thüringer Becken. Nur über die Porta Thuringica kommt man nach Nebra, kommt man auf den Hügel, auf dem die Himmelsscheibe deponiert ist. Und diesen Weg bewacht praktisch dieses Schwert. Vermutlich ist dieser Schwertträger nach der Bestattung oder der Niederlegung der Himmelsscheibe bestattet worden. Es könnte aber auch sein, dass sich das ganze Ereignis zeitlich sogar überschneidet. Zum anderen ist das Grab aber auch deshalb wichtig, weil wir damit die Himmelsscheibe und ihr soziales Umfeld besser verstehen. Wenn wir uns die Himmelsscheibe und ihre Beigaben ansehen, dann sehen wir die herausragende Qualität dieser Schwerter, die heute noch glänzen, fast unbenutzt und fantastisch tauschiert, die ganz auf Schau gemacht sind und die zumindest ihre Anregung aus Ungarn, Rumänien erfahren haben, die aber auch in dieser exquisiten Tauschiertechnik gearbeitet worden sind. Etwas, das hier diese Linien entlang der Mittelrippe in gewisser Weise noch imitieren. Dieses Schwert ist zwar einfacher, es ist auch ein typologischer Nachfolger, sodass ich glaube, dass die Himmelsscheibe und die beiden Schwerter etwas früher, vielleicht um 1600 deponiert wurden. Dieses Schwert kam möglicherweise um 1550 in den Boden. Spannend ist aber, dass sich der Herrscher, der dieses Schwert mit in den Grab nimmt, der vielleicht kein König mehr war, aber ein Häuptling, dass dieser Herrscher sich als Schmied darstellt, als jemand, der das Material Bronze kontrolliert, jemand, der schmiedet. Und das sehen wir an diesen tönernen Düsen. 300 Stück sollen es ursprünglich gewesen sein, etwa 90 sind im Landesmuseum vorhanden. Diese Tondüsen gehören zu Blasebälgen, mit denen man Feuer heiß machen konnte, Düsen, mit denen man Sauerstoff ins Feuer bringen konnte, um sozusagen die Materialien umzuschmelzen, um das Feuer und den Guss und das Schmelzen zu beherrschen. Das heißt, wir haben hier ein Schmiedegrab. Und wir hatten ja bereits das Grab von Leubingen gesehen. Leubingen etwa um 1900 vor Christus datiert, also mithin 200, 300 Jahre älter als dieses Grab, das um 1550 bis 1575 vor Christus datiert. Dieses Leubingen war ja ebenfalls ein Schmiedegrab. Etwas, das die Fürsten von Leubingen schon konnten, das aber auch schon ein Distinktionsmittel, also ein Hierarchiemittel, die Darstellung etwas ganz Wichtiges in der Zeit von Glockenbecher und Schnurkeramik ist, also in der Zeit vor der Himmelsscheibe von Nebra.